So Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gear Collector Video und Leute, heute Mercedes AMG ONE. Einer der meist diskutiertesten Themen ist nicht das Thema Leistung, nicht das Thema Gewicht und auch nicht das Thema Motor, sondern das, Leute, was ich hier in der Hand halte. Wie teuer ist es eigentlich, Mercedes AMG ONE zu fahren? Die Frage werden wir im heutigen Video ausführlich beantworten, vor allem was das Thema Servicekosten angeht, Steuer, Versicherung, die ganzen Punkte werden wir ausführlich heute beantworten und die wichtigste Frage, stimmt es wirklich, dass der Service hier beim Mercedes AMG ONE 800.000 Euro kostet? So Robert, habe ich das Intro jetzt professionell genug gemacht? Ja, das war ganz okay, ja. Meinst du, jetzt ist man genug gehypt? Ja, ich bin auf jeden Fall gehypt. Also mir wirkt es schon wieder einfach viel zu professionell. Ja, natürlich professionell. Vor allem, weißt du, was gar nicht geht? Was? Also das müssen wir jetzt gleich hier ändern, bevor wir jetzt hier darauf eingehen. Warum steht das Auto im normalen Modus? Ja, bitte, fahr die Kiste Also runter. ich würde sagen, wir stellen das Auto jetzt nicht in Race-Modus, sondern wir stellen das Auto jetzt erstmal schön in den Race-Plus-Modus, oder? Ja, wichtig. Auf der einen Seite, wenn du den im normalen Modus hast, wie elegant das Fahrzeug wirkt. Voll. Und dann aber auf der anderen Seite, jetzt in dem Race Plus Modus, ist es immer und immer wieder faszinierend, wenn du vor diesem Fahrzeug stehst, wie sich das Ganze verwandelt und wie brachial das dann ausschaut. Das ist schon Das ist so sick. geil, einfach diese ganzen Flaps und allem drum und dran. Aber genauso geil es auch ist, genauso teuer ist es auch. Ja, natürlich. Also, ich würde sagen, wir arbeiten uns so ein bisschen von vorne nach hinten, Leute. Ich habe nämlich so eine kleine Liste zusammengestellt, was denn auch die ganzen Ersatzteile hier beim Mercedes AMG ONE kosten. Ne? Wichtig zu wissen. Und Robert, Ja? ich würde sagen, Mit was wir starten wir können denn? direkt gleich Insolvenz anmelden. Ja, habe ich schon lange. Also, die Felge oder so, die wollen wir nicht anfahren. Definitiv nicht. Mit was sollen wir denn starten, Robert? Was meinst du? Lass uns doch von vorne beginnen, oder? Vorne sollen wir beginnen. Oder wir fangen mit den Kontakten Und dann so ein zum Boden bisschen an. nach hinten arbeiten, wenn es so in Richtung Service geht, oder? Ja? Also ich würde mal sagen, ich packe jetzt mal hier kurz meine Liste aus, weil ich konnte mir natürlich jetzt nicht hier alles merken, das ist ja ganz wie? klar. Und wir wollen das Ganze ja auch so ein bisschen vergleichen mit den Kosten, ne, gegenüber hier Senna und auch P1, weil da haben wir auch schon mal ein ausführliches Video darüber gemacht. Genau. Und wenn wir jetzt natürlich anfangen, wir haben ja hier das Motorsport-Paket, diese Motorsport-Livery bedeutet, das Fahrzeug kommt automatisch mit einem Magnesium-Radsatz. Es gibt ja sonst standardmäßig die Aluminiumfelgen, aber hier, wie gesagt, Magnesium-Radsatz in Verbindung mit diesen Carbon-Aeroplates. So, wir liegen hier bei einem neuen Rad, bei einem Aluminiumrad, liegen wir bei 9.100 Euro. Hier liegen wir bei ganz entspannte 21.300 Euro. Pro Rad. Pro Rad. Aber du hast immerhin hier Carbon Aeroplate mit dabei, ne? Junge, das ist einfach teuer als mein Auto. Das ist verrückt. Also wenn man sich mal überlegt, Robert, mal Ja? 4? Sind wir bei 80? Wir sind bei 85.000 Ja, Euro. 85 roundabout. 85.000 Euro. Wenn du dir überlegst, was du dir für 85.000 Euro für ein geiles Auto schon rauslassen Junge. könntest, also da kannst du dir schon M2? volle Hütte M2 rauslassen. Geisteskrank, Mann. Das ist schon wirklich verrückt. Aber Leute, ich meine, wir wollen jetzt gar nicht zu extrem das Ganze vergleichen. Es ist extrem teuer, ja. Aber ich meine, wir reden hier von einem Hypercar, was hier einen Formel-1-Motor verbaut hat. Deswegen, wir können hier wirklich nicht die Preise mit irgendwas anderem vergleichen. Das ist auch extrem wichtig. Wir sind hier komplett transparent. Der Robert und ich sind uns einig, das ist extrem viel Geld. Das Fahrzeug an sich, aber auch die ganzen Ersatzteile. Man kann das mit nichts anderem vergleichen. So, wenn wir uns jetzt weiter nach vorne arbeiten, gehen wir mal ein bisschen nach vorne, Ja. denn damit hast du ja schon Erfahrung, Robert, oder? Eigentlich nicht Mit wirklich. so Frontschäden. Ja, ein bisschen halt. Wenn du mal wirklich davon ausgehst, du hast eine Frontkollision, dir fährt hinten jemand ins Auto rein oder, wie eben jetzt gerade schon, wenn du dir die Felge anfährst und du brauchst eine neue Felge. So, das Ganze ist in 2 Teile unterteilt, bedeutet, wir haben hier einmal den Frontspoiler, das beinhaltet hier das ganze Carbon, Lufteinlässe und so weiter und so fort. Robert, was denkst du,
kostet das? Lass mich mal. Boah, ich schätze mal, nur der Splitter unten wird 20, 30. Also, wenn wir das Ganze vergleichen, McLaren P1 sind es 100.000 Euro gewesen für eine komplett neue Front und beim McLaren Senna sind es sogar 120.000 Euro gewesen. Wir sprechen hier beim Mercedes AMG One von der neuen Front, also hier unten alles, sprechen wir von 48.000 Euro. Boah. Völlig verrückt, aber es geht ja weiter. Hier die Haube und das beinhaltet meines Wissens noch nicht den Mercedes-Stern. Da muss man sich mal überlegen, das ist 1:1 von der Formel 1 übernommen, alles handlackiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Schichten das sind, Boah, aber 16? extrem viele Schichten. Ja, und ich glaub, was 16 das waren's. für ein zeitlicher Aufwand gewesen ist, das hat 1 bis 2 Monate gedauert, allein nur hier diesen Mercedes-Stern zu lackieren. Das ist völlig verrückt. Zusätzlich nicht inkludiert sind die Scheinwerfer, ja, und auch nicht hier die Aeroblades. Bedeutet, wir sprechen hier von der oberen Front, sprechen wir hier von 37.000 Euro. Bedeutet, hier die komplette Front sind 85.000 Euro. Boah. Das Ja. ist völlig verrückt, denn Leute, da muss man sich mal überlegen, dafür kannst du dir einen richtig geilen M2 rauslassen. Definitiv, ja. Also selbst wenn du schon einen Schaden hast, wo wir von 10.000 Euro sprechen, 10.000 Euro, das ist sowas von extrem viel Geld. Aber wenn wir jetzt wirklich hier bei dem Preissegment sprechen, wenn man das jetzt mit P1 und mit einem McLaren Senna kostet 1 Million Euro, wir sprechen hier von der dreifachen Summe als Kaufpreis, ja, dann ist es trotzdem günstiger, wobei man ja wirklich dazu sagen muss, die Scheinwerfer, der Stern und die Aeroblades sind dabei noch nicht inkludiert. Ich kann es gar nicht einschätzen, wie teuer das nochmal ist, aber ich bin mir sicher, wir sprechen dann auf jeden Fall von über 100.000 Euro. Ja, wenn du überlegst, die Scheinwerfer vom Chiron kosten so viel wie ein Turbo S. Habe Leute, ich auf eBay mal gesehen. das ist fernab von ist jeglicher geisteskrank, Relation, aber man muss halt klipp und klar sagen, wir haben hier beim Mercedes AMG One einfach ein Fahrzeug, was es noch nie gegeben hat und es auch nie wieder geben wird mit so einem Antriebskonzept. Aber dafür geht es jetzt weiter und da war ich extrem überrascht, denn das Thema Windschutzscheibe. Okay. McLaren P1 waren es roundabout 20.000 Euro. Genau. Beim McLaren Senna waren es 4.000 Euro für eine neue Scheibe. Was schätzt du, sind hier die Kosten beim Mercedes AMG One? Boah, ich schätze mal, nachdem das Auto ja seltener ist, quasi safe, boah, 25, 30? Ja, Robert, so in etwa hätte ich das auch geschätzt. Ja. Würde ja auch Sinn machen Ja, eben. bei dem Kaufpreis. Aber da war ich extrem überrascht. Und zwar, eine neue Windschutzscheibe beim Mercedes AMG One kostet 2.100 Euro. Was? Ja, Im Ernst das ist jetzt? verrückt, oder? Alter, die von meinem Golf hat, lass mich lügen, 800 Euro gekostet? Ja, ich weiß noch, beim GT3S, der 991 hat damals auch einen riesen Steinschacht gehabt und ich glaube, das waren roundabout 1.200 Euro. Also das wieder jetzt verglichen, ist das nochmal 2.100 Euro. Ist ein Haufen Ja, Geld, klar. Leute. Aber das ist günstig. Für das, was es ist es Für günstig. das, was es ist das wirklich extrem fair, weil man muss ja mal wirklich überlegen, diese Entwicklungskosten, die du im Windtunnel und allem drum und dran hast, ist das heftig. Das ist krass, ja. Jetzt arbeiten wir uns mal weiter nach hinten. Hier Tür, Seitenspiegel, da möchte ich darauf gar nicht eingehen, weil Leute, unterm Strich geht es auch darum, auch hier das ganze Thema Lackierung, ja, Handlackierung, dauert über 4 Wochen, hier die einzelnen Sterne alles handzulackieren. Da möchte ich gar nicht wissen, wenn du hier wirklich einen seitlichen Schaden hast, ja, was das dann nochmal für Kosten sind. Aber wir sprechen ja wirklich darüber heute, was jetzt das ganze Thema Service angeht. Dazu kommen wir jetzt gleich. Aber natürlich eben, wenn du einen Frontschaden hast oder wenn dir eben jemand hinten reinfährt. Dementsprechend sind wir jetzt auch hier angekommen. Robert, was schätzt du, kostet hier einmal der komplett neue Diffusor? Bedeutet natürlich auch wieder hier, Scheinwerfer sind nicht inkludiert. Wirklich hier einmal das komplette Heck ohne der aktiven Aerodynamik. Also wir sprechen wirklich bis hier. Da hast du mich. Boah, ich schätze mal auch 30 so einen Dreh. Ja, nicht ganz. Nicht?
Wie viel waren es beim McLaren P1 und beim Senna? Beim P1, lass mich schauen. Ich habe meine schlaue Liste hier. Das interessiert, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Der Diffusor bei 23.000. Beim P1? Genau. Okay. Und beim Senna 34.000. Ach krass, okay, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, wäre deutlich teurer. Nee, tatsächlich nicht. Okay, krass. Ja gut, ja, dann hat sich das schon wieder erübrigt mit dem Schnäppchen, mit der Windschutzscheibe. Ach so. Denn Leute, wir sprechen hier rein nur vom Diffusor, von dem Part sprechen wir von 53.000 Euro. Du musst ja mal überlegen, ich will ja nicht wissen, wenn es hier oben weitergeht. Wenn ihr mal hier so ein LKW mal da oben reinfährt. Boah, stell dir vor, dir fährt so ein LKW hinten rein. Junge, die Erfahrung willst du nicht machen. Nee. Die Erfahrung willst du nicht machen, aber das ist wirklich verrückt. Vor allem Thema Abgasanlage kann ich euch nicht sagen, wo wir da kostentechnisch dann nochmal sind, wenn das wirklich so sein sollte. Ja, das ist... Ja, wahrscheinlich auch ordentlich. Das ist wirklich heftig. So, jetzt würde ich aber sagen, jetzt gehen wir mal wieder weiter nach vorne. Denn jetzt... ja, kommen wir mal hier zu einem wunderschönen Zettel, den wir von Mercedes erhalten haben. Denn Leute, 2023 durften wir einer der allerersten den Mercedes AMG One abholen mit der Chassisnummer 7. Das wiederum bedeutet, dass einmal jährlich der Service fällig ist. Man muss bzw. man sollte ihn durchführen. Bedeutet, bei uns war er dann entsprechend letztes Jahr 2024 fällig. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Professionalität, die bei dem Service bei einem Mercedes AMG One durchgeführt wird, habe ich noch nie woanders gesehen. Das aber natürlich auch kostentechnisch, ja? Denn man muss sich überlegen, da sind 2 spezielle AMG One Mechaniker für ein Fahrzeug zuständig. Eine komplette Arbeitswoche wird hier an dem Fahrzeug alles überprüft, werden gewisse Flüssigkeiten wie Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, die ganzen Ventile werden durchgespült, was das ganze Thema E-Maschine angeht. Also wirklich ein riesen Aufwand wird hier dabei betrieben. Auch was das ganze Dokumentation angeht, wenn das Fahrzeug ankommt, alles wird bildlich festgehalten, bis dann eben wieder am Ende alles durchgeführt worden ist. Also wenn man da mal da gewesen ist, Leute, es ist ja ein Thema, wenn ein Service professionell durchgeführt wird. Aber das ist Formel 1 Niveau, wie dort alles bei einem Fahrzeug durchgeführt wird. Also das ist extrem heftig. Aber ja, natürlich genauso heftig ist auch das Thema Kosten. Ja? Genau. Denn wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, das war Service A, der durchgeführt worden ist. Und da haben wir einmal dabei Getriebeöl, Vorderachsgetriebe, Motoröl, Getriebeöl, Automatikgetriebe, Luftfilter, Ölfilter, Getriebeölfilter, Ablassschraube, Bremsflüssigkeit, Ölfilter, Kühlflüssigkeit, Luftfilter, wie gesagt, die ganzen Ventile, alles wird durchgespült und noch vieles mehr. Und dann natürlich das Thema Arbeitsstunden. Ja? Das waren 80 Arbeitsstunden, 370 Euro, ergibt knapp 30.000 Euro. Boah. Das ist völlig verrückt. Und dann kommen natürlich noch die Teile mit dazu. Bedeutet, wir reden am Ende von über 40.000 Euro, die hier beim Service A fällig gewesen sind. Und das ist natürlich extrem teuer. Da haut es dir wirklich komplett den Schalter raus. Aber jetzt auch wieder das Thema, Leute, nicht falsch verstehen. Aber man muss halt klipp und klar hier wissen, wir sprechen hier von einem Fahrzeug, was einen Formel 1 Antriebsstrang hat. Ja? Und das ist ein extremer Aufwand. Das sind extreme Kosten für Mercedes AMG. Es sind allein 2 geschulte AMG One Mechaniker nur für ein Fahrzeug zuständig. Und wenn man dort mal gewesen ist und man das wirklich sieht, mit was für einer Professionalität dort das ganze Thema getrieben wird, das hat man noch nirgendwo anders gesehen. Und klar, verglichen jetzt mit einem GT3 RS, was da der Service kostet, was ja auch schon
extrem teuer ist, aber das ist halt klipp und klar ein Schnäppchen. Aber auf der anderen Seite, man kann halt die Fahrzeuge nicht miteinander vergleichen. Und ich bin mir sicher, verglichen hier in der Liga mit anderen Fahrzeugen, sei es jetzt bei Bugatti, sei es jetzt bei Koenigsegg ist gar nicht so teuer, Ja? habe ich gesehen. Ja, da müssen wir eigentlich mal mit Markus Esser, ein Video machen. Koenigsegg ist gar nicht so teuer, wie man immer denkt. Was das ganze Thema auch, also Ersatzteile je nachdem, aber Servicekosten ist wirklich nicht tragisch. Okay, hast du ist dich dann mal... deutlich günstiger als hier bei dem Fahrzeug. Aber da muss man halt wieder klipp und klar sagen, okay gut, du hast halt hier einen reinrassigen Formel-1-Motor drinnen, aber Koenigsegg, ja, es ist halt einfach geil. So, und dann kommen wir natürlich noch zu einer sehr, sehr wichtigen Frage, zu einem sehr wichtigen Punkt, und zwar, dass der Service hier beim Mercedes AMG One 800.000 € kostet. Also hier der Service A hat jetzt bei uns die knappen 42.000 € gekostet. Wir haben das Auto entsprechend letztes Jahr bewegt. Das Fahrzeug wurde auch ordentlich auf der Rennstrecke bewegt. Da auch noch mal ganz kurz, Mercedes AMG One, das Team bietet auch eine spezielle Vorbereitung für die Kunden an, wenn man sagt, hey, pass auf, ich bin nächste Woche auf der Nordschleife unterwegs oder sonst was, dann machen die eine spezielle Vorbereitung für dich, für das Fahrzeug. Das heißt, willst du mit dem Auto auf Slicks fahren, was willst du genau haben, dann wird dann entsprechend alles vorbereitet, genauso auch wieder nach dem Rennstreckenbetrieb wird auch das Fahrzeug wieder zurückgerüstet, ja, auf Straßenreifen oder sonstiges. Also das ist natürlich auch ein Thema, was richtig, richtig geil ist, dass das AMG One Team so etwas anbietet, ja, weil zum Beispiel jetzt verglichen mit anderen Herstellern wüsste ich jetzt halt niemanden, wo du sagst, okay, hey, pass auf, ich möchte jetzt mein Fahrzeug für einen Trackday vorbereiten, außer Manthey fällt mir da jetzt halt ein, die dir das Fahrzeug entsprechend vorbereiten. Naja, jedenfalls kommen wir zu dem wichtigen Punkt, dass der Service beim Mercedes AMG One 800.000 € kostet. Stimmt das? Die Frage lautet nicht nein, aber auch nicht ja, denn es ist nämlich so, der Service kann bis zu 800.000 € kosten, ne? Aber dabei wird ein komplett neuer Motor in das Fahrzeug eingesetzt und das natürlich bei einer Laufleistung bei 50.000 Kilometer. Und Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wer fährt mit diesem Auto 50.000 Kilometer? Das glaube ich auch. Also selbst wenn du das Fahrzeug als Daily fährst, was du sehr wohl mit dem Auto ja theoretisch machen könntest, aber keiner kommt auf die Idee und sagt, hey, pass auf, ich fahre das Ding jetzt einfach mal als Daily und dann habe ich nach 2 Jahren meine 50.000 Kilometer drauf. Ja, aber kannst du es schon? Also, und das, Leute, ja, der Service kann im schlimmsten Fall bis zu 800.000 € kosten und ja, da sprechen wir, wie gesagt, Motor, Antriebsstrang, alles wird komplett neu in diesem Fahrzeug verbaut. Das Einzige, was bleibt, ist halt das Chassis, oder? Ja, genau. Ja, genau. eben. Ja, also da redest du halt wirklich von dem Ja. Antriebsstrang, von dem Motor und dann kann das bis zu 800.000 € kosten. Aber da sag ich wieder, extrem viel Geld. Aber wir sprechen von einem Formel-1-Motor. Gab es noch nie, wird es nie wieder geben, dass du sowas mit Straßenzulassung bekommst. Und das ist das Thema. Ja, und vor allem, das ist ja nicht mal mehr ein Service, das ist ja schon fast eine Revision. Also kriegst ja, also was heißt auch Revision? Auto. Ja, also das ist, du musst dir überlegen, den Arbeitsaufwand, was du halt alles hast und du hast halt einen komplett neuen Motor, Antriebsstrang und so weiter und deswegen, da kann das im schlimmsten Fall diese 800.000 € kosten. Nichtsdestotrotz, der Service ist hier bei dem Fahrzeug extrem teuer. Ich dachte eigentlich, es wäre entsprechend günstiger, wobei man dann klipp und klar sagen muss, wenn man das mit Aston Martin, mit dem Valkyrie vergleicht, ist das wiederum ein Schnäppchen. Das sieht noch anders aus. Beim Valkyrie kostet das Ganze das Doppelte bzw. sogar das Dreifache. Und das ist dann richtig verrückt. So, nächster interessanter Punkt, Thema Versicherung und Kfz-Steuer hier bei dem Kollegen. Robert, was schätzt du, kostet der Mercedes AMG One Kfz-Steuer? Boah, schwierig. Also ich zahle für meinen Golf 180, aber klar. Das ist ja ein Golf, aber hier schätze ich mal safe mindestens 2 Mille, oder? Das ist ja dann gar nicht einmal hier 991 GT2 RS, kostet dann gar nicht mal so viel mehr als dein Golf. Wieso, was kostet der? Ja, so roundabout 250 € Kfz-Steuer. Das ist ja und wenn du überlegst, der 992 GT3 RS kostet dann fast schon das Doppelte. Was? Ja, ist fast doppelt so teuer wie der GT2 RS.
Hä? Ja, du siehst halt einfach diesen Unterschied von diesen, ja, 4, 5 Jahren. Aber jetzt wiederum, Was? Kfz-Steuer hier beim Mercedes AMG One 408 €. Ja, okay, aber Das ist völlig in Ordnung. Also natürlich auch wieder sehr viel Geld, aber Ja. würde man eigentlich auch denken, das wäre deutlich teurer. ja, definitiv. Thema Versicherung beim Mercedes AMG One ist natürlich das Thema, es spielen so viele Faktoren mit, wenn es um das Thema Versicherung geht. Ja? Bedeutet Alter, Wohnort, Robert, was noch alles? Alter, Wohnort, Vorschäden, wie lange du dein Fahrzeug hast, wie viel Hubraum, Genau. so viele Faktoren. Und dann natürlich, was dir wichtiger ist, willst du eine niedrige Selbstbeteiligung haben, zahlst natürlich mehr, oder hast du eine hohe Selbstbeteiligung, zahlst entsprechend weniger. Ich kann euch so viel dazu sagen, Leute, es ist natürlich das Thema, hier die ganzen Fahrzeuge, die hier in der Sammlung stehen, alles läuft in einer Versicherung zusammen, was natürlich das Ganze etwas günstiger macht, denn wir sprechen hier beim AMG One von einem 4-stelligen Betrag. Aber natürlich, wenn man jetzt halt sagt, man möchte hier ausschließlich nur das Fahrzeug versichern, dann sprichst du natürlich, sage ich, von schon einem hohen 5-stelligen Bereich. Da natürlich das Thema Alter, Wohnort und ob man schon zuvor irgendwelche Unfälle gehabt hat oder sonstiges. Deswegen kann man da keinen exakt genauen Preis nennen, was hier der Mercedes AMG One an Versicherung jedes Jahr kostet. Aber ich denke mal, wir haben soweit alle offenen Fragen beantwortet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wirklich mal hier ein ausführliches Video über den Mercedes AMG One. Wie teuer ist es eigentlich? Nicht nur hier, was das Thema Kaufpreis angeht, sondern ihr seht, es zählt so viel mehr mit dazu, was das ganze Thema Unterhaltskosten, Reparaturkosten angeht. Also ihr seht, so ein Fahrzeug über einen langen Zeitraum zu unterhalten, das sind extrem hohe Kosten. Aber auf der anderen Seite muss man klipp und klar sagen, für mich ist der Mercedes AMG One einer, wenn nicht sogar das geilste Fahrzeug, was jemals entwickelt worden ist. Und auch hier nochmal abschließend, dass es Mercedes AMG geschafft hat. Ich habe das schon öfters wiederholt, aber ich muss es einfach nochmal wiederholen, dass es Mercedes AMG, so ein Hersteller, es geschafft hat, ein Fahrzeug mit einem reinrassigen Formel-1-Motor hier auf die Straße zu bekommen, das Ganze mit Straßenzulassung und mit so einer Performance und mit solchen Werten, wo dir dann letzten Endes das Thema Gewicht und alles andere völlig egal ist. Denn sobald du hier in dem Auto sitzt und diesen Formel-1-Motor hinten drinnen hast und diesen Klang und bis 11.000 Touren drehen kannst, dann ist alles andere vergessen. Und dementsprechend, ich würde sagen, wir machen Schluss mit dem Video. Leute, seid gespannt auf das nächste Video, denn ja, vielleicht machen wir mal hier so ein kleines Update, was so generell dieses Jahr passiert. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und dann würde ich sagen, sind wir raus und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.